Hey, hallo! Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Auf meinem Kanal Mondgöttin geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Handytäschchen nähen könnt. Diese Taschen sind ein schnelles Projekt und schön sind sie auch. Man kann die unterschiedlichsten Materialien dafür verwenden. Jeans, natürlich auch von alten Jeanshosen oder wie ihr hier seht, das war zweimal Kunstleder. Das ist ein schöner bunter Streifenstoff. Im Video zeige ich auch, wie man ein Steckfach für eine EC-Karte oder halt hier war es eine Visitenkarte dazu nähen kann. Und zum Schluss gibt es wieder eine geteilte Möglichkeit. Das zeige ich ganz am Ende. Das Schnittmuster beruht auf meinem Schnitt Mini-Geldbeutel. Wer das Video kennt, wird viele Ähnlichkeiten feststellen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hier seht ihr die Sachen, die ihr für dieses Täschchen benötigt. Das ist einmal ein Außenstoff, so Canvas, etwas dickerer ist das. Das ist halt ein Baumwollstoff, den ich als Futter benutze. Das ist Vlies, bei der Stärke nehme ich gerne H200. Ein Stück Papier, das müsste schon etwas größer sein als ein DIN A4-Blatt, sonst müsst ihr es aneinander kleben. Dann haben wir einen Stift, Lineal, was zum Schneiden natürlich, ja, Klammern oder Nadeln und Kordel, 1,5 Meter. Ein Durchmesser hat der Kordel von 0,6 Zentimetern. Als erstes zeige ich euch, wie ihr das Schnittmuster zeichnet. Vielleicht sagt ihr aber auch, Schnittmuster zeichnen habe ich keine Lust. Dann könnt ihr euch das Schnittmuster gegen eine geringe Gebühr auf meiner Seite mondgöttin.net herunterladen. Zuerst zeichnen wir eine Linie von 38 Zentimetern. Dann parallel dazu im Abstand von 11 Zentimetern eine zweite Linie, ebenfalls 38 Zentimeter lang. Oben verbinden wir die beiden Linien. Als nächstes zeichnen wir die verschiedenen Stoffabschnitte ein. Der untere ist 16 cm, die Mitte 17 cm und für den Deckel bleiben dann 5 cm. Hier nochmal übersichtlich 5 cm, 17 und 16. Ausschneiden bitte. Jetzt machen wir die Rundung von dem Deckel. Mir persönlich gefällt das ganz gut, wenn es rund ist. Dafür gehen wir 2 cm rechts und links nach unten und machen eine Markierung. So eine Rundung freihand zu zeichnen, ist, glaube ich, unmöglich. Daher suchen wir uns am besten irgendwas, was gut dazu passt. Ich habe hier diese Dose gefunden und damit zeichne ich jetzt eine Linie. An der Linie ausschneiden. Jetzt nehmen wir unser Schnittmuster und knicken es an den eingezeichneten Linien. Dafür die Linien am besten nach außen legen. Dann kann man gut sehen, dass man ordentlich knickt. Bevor es jetzt gleich ans Nähen geht, noch eine letzte Aktion. Und zwar die Position für den Druckknopf. Die 0 von dem Geodreieck legen wir in die Mitte und 1 cm oberhalb des Bogens zeichnen wir einen Punkt für die Position des Druckknopfs. Ach ja, vom Nähen kommt ja noch das Zuschneiden. Ich schneide beide Stoffe gleichzeitig zu. Dafür lege ich sie rechts auf rechts aufeinander und obendrauf das Schnittmuster. Nun zeichne ich eine Linie rings um den Schnitt. Danach schneide ich die Teile mit 1 cm Nahtzugabe aus. An den geraden Seiten funktioniert das problemlos mit einem Lineal. Für den Deckel habe ich Magnete, die 1 cm lang sind, und so habe ich optisch eine gute Führung, um das ordentlich auszuschneiden. Falls ihr kein Vlies benötigt, dann habt ihr die Linie, auf der ihr später exakt nähen könnt. Falls eure Stoffe dünn sind und ihr Vlies benötigt, dann schneidet es jetzt einmal zu und bügelt es auf. Das Vlies muss gut auskühlen, in der Zeit können wir die anderen Schnittteile zuschneiden. Das ist einmal das Schnittteil für das Steckfach und die Träger für die Kordel.
Wir beginnen mit dem Steckfach. Die Maße sind 10 mal 19 cm. Oh, ja, ich habe knapp geplant, aber es reicht. Ich brauche an den Seiten gar nichts abzuschneiden. Jetzt halt nur die Höhe von 19 cm. Für die Kordelhalter benötigen wir 2 Stücke, je 5 mal 8 cm. Ich schneide hier erstmal 10 cm ab, dann teile ich das nochmal bei 5 cm und dann kürze ich das bei der Länge, weil das waren ja 10 cm bei mir, auf 8 cm. Dann habe ich die beiden Teile für die Kordeln. Die Halter sollen 2 cm breit sein am Ende, am Bügelbrett. Gleich einmal so klappen und bügeln, aufklappen, dann die Seiten zur Mitte und zusammenklappen und bügeln. Jetzt nähen wir unsere erste Naht. Ich finde es schöner, beide Seiten zu nähen, also einmal rechts und links absteppen an beiden Teilen. So eine Steppnaht hat ja auch was Dekoratives und daher habe ich beide Seiten genäht. Wäre natürlich nicht nötig gewesen. So kommen die nachher rein. Die legen wir jetzt erstmal zur Seite und jetzt nähen wir das Steckfach. Dafür klappen wir das so der Länge nach einmal rechts auf rechts aufeinander. Das klammern wir jetzt. Und ja, eine Seite, da muss eine ca. 4 cm große Wendeöffnung offen bleiben. Jetzt mit 1 cm Nahtzugabe zusammensteppen. Jetzt erstmal vorsichtig an den Ecken bis knapp vor die Naht schneiden und die Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden. Nur an der Wendeöffnung, da schneide ich die Nahtzugabe nicht zurück, damit ich das später besser nach innen klappen kann. Jetzt wenden wir das Ganze. Das geht erst so und dann nehme ich ein Hilfsmittel, dann nehme ich immer das Stäbchen. Erst die dickere Seite und nachher für die Ecken nehme ich die dünne, aber da muss man wirklich vorsichtig sein, weil da ja keine Nahtzugabe mehr ist, dass man nicht durchsticht. Kurz bügeln. Jetzt nähen wir das Steckfach auf. Das soll ziemlich weit oben sein, weil die Tasche ja nicht sehr weit ist, damit man gut drankommt. Im Schnitt aus meinem Shop ist die Position aufgezeichnet, aber wir können das auch einfach so ermitteln. 2 cm unterhalb der oberen Linie soll der Anfang sein. Dafür markiere ich mir hier das an der Seite mit einer Stecknadel und jetzt kann ich das Steckfach mittig auflegen, feststecken und anschließend aufsteppen. Die Seite mit dem Stoffbruch liegt natürlich oben und die Wendeöffnung wird beim Aufsteppen geschlossen. Die Karte passt gut rein und schaut noch ein kleines bisschen oben raus, sodass man sie gut greifen kann. Bis zur fertigen Tasche fehlt nicht mehr viel. Als nächstes legen wir die beiden Stoffstücke rechts auf rechts aufeinander und klammern oder stecken sie fest. Unten an der geraden Kante, an der geraden kurzen Kante, lassen wir eine 6 cm breite Wendeöffnung. Die beiden Teile auf der Linie bzw. entlang des Vlieses zusammennähen. An den Ecken die Nadel im Stoff stecken lassen und das Teil drehen. Auch hier wieder die Ecken bis kurz vor die Naht zurückschneiden, die Nahtzugabe etwas zurückschneiden und an der Rundung ein paar Knipse bis kurz vor die Naht. Vorsichtig, nicht in die Naht hineinschneiden. Jetzt wenden wir das Ganze. Das ist immer eine ziemliche Friemelsarbeit. Und daher ist es halt auch echt wichtig, dass ihr an der Wendeöffnung gut verriegelt, damit die Naht nicht aufgeht. Dann wieder so mit Hilfsmittel die Ecken ausformen und die Nähte so nach außen streichen, damit sich das gleich gut bügeln lässt. Und dann Wendeöffnung mit der Nadel zumachen und bügeln. Und jetzt knappkantig absteppen, dabei schließen wir die Wendeöffnung. Hey, das sieht doch schon gut aus. Als nächstes kommt der Druckknopf. Wir falten die Tasche schon mal in ihre spätere Form. Da kann man halt auch das Schnittmuster zur Hilfe nehmen.
Da weiß man genau, wo geknickt werden muss. Den Deckel legen wir dann auch noch oben drauf und dann dämpfen wir das mal kurz, damit das schön in Form bleibt. Der Druckknopf, ja, den habe ich ganz vergessen am Anfang rauszulegen. Und schwupps, da ist er. Den bringen wir jetzt an. Dafür nehmen wir uns wieder die Schablone, da haben wir ja eingezeichnet, wo der Druckknopf sein soll. Das sind ja hier so Kammsnaps und dafür habe ich den Prickelnadel, da steche ich jetzt den Punkt durch den Deckel und durch den oberen Stoff hindurch, vorsichtig nicht durch den Taschenrücken stechen. Und dann kann ich nach und nach die Kammsnap anbringen. Zwei Nähte noch, dann sind wir fertig. Die Kordelhalter haben wir schon zu Anfang vorbereitet. Die nehmen wir uns jetzt mal zur Hand. Jetzt kann man noch irgendwie ein Etikett einnähen, wenn man das mag. Ich finde das immer sehr schön. Und ja, die Kordel. Da machen wir am Ende erstmal einen einfachen Knoten rein. Dann schlagen wir den Halter, also wir wickeln die Kordel so ein, ziehen den Knoten ein bisschen weiter nach unten, damit er beim Nähen nicht stört. Und dann legen wir das 1 cm unterhalb der Kante zwischen die beiden Schichten und stecken das irgendwie fest oder klammern das. Genauso machen wir das an der anderen Seite. Rechte und linke Seite absteppen. Fertig! Ich finde, es ist echt hübsch geworden. Die Idee kam mir dazu, als ich letztens mit einer Freundin im Museum war und ich musste meine große Tasche abgeben und ich hatte jetzt halt keine Handytasche und bin die ganze Zeit mit dem Handy, weil man dort auch fotografieren durfte, in der Hand herumgelaufen und das fand ich, ja, das hat mich irgendwie genervt und da habe ich halt gedacht, das Schnittmuster vom Mini-Geldbeutel kann man doch gut auch dafür verwenden. Ach ja, jetzt wollte ich ja noch kurz erklären, wie man den Deckel andersfarbig näht. Das ist ganz einfach. Man schneidet sich einfach beim Schnittmuster das obere Teil ab und gibt dann an beiden Kanten 1 cm Nahtzugabe hinzu beim Zuschneiden und näht diese beiden Teile dann rechts auf rechts aufeinander. Und dann hat man ja wieder das Stoffstück und arbeitet die Anleitung dann genauso durch, wie ich das vorhin gezeigt habe. Ich hoffe, meine Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Oder vielleicht abonniert ihr sogar meinen Kanal. Das würde mich besonders freuen. Bis dann!